Eine Millionärin trifft auf eine junge Frau am Grab ihres Sohnes. Was danach geschieht, ist unglaublich. Was würdest du tun, wenn du einen Fremden am Grab eines geliebten Menschen entdecken würdest? Jemanden, der ein Geheimnis birgt, das dein Leben für immer verändern könnte? Jacqueline von Strauß, eine Frau, deren Name für Luxus, Erfolg und Einfluss stand, verbrachte ihre Nächte allein in ihrer imposanten Villa. Die mit Marmor verkleideten Korridore, geschmückt mit seltenen Kunstwerken, lagen in tiefem Schweigen, ein Spiegelbild der Leere, die in ihr herrschte. Einst war ihr Leben nicht nur von Reichtum, sondern auch von Liebe und Freude erfüllt gewesen. Doch das war, bevor ihr Sohn Raphael vor 10 Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Seitdem war ihr Alltag zu einer endlosen Abfolge bedeutungsloser Verpflichtungen geworden. Jeden Sonntag besuchte sie Raphaels Grab, als wäre es der einzige Ort, an dem sie seine Gegenwart noch spüren konnte. Doch an diesem Tag war etwas anders. Als sie sich dem Grab näherte, bemerkte sie die Silhouette einer jungen Frau, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. In ihren zarten Händen hielt sie einen Strauß weißer Lilien, Raphaels Lieblingsblumen. Jacqueline blieb stehen und beobachtete sie. Das Mädchen schien tief in Gedanken versunken, murmelte leise Worte, als würde sie direkt mit Raphael sprechen. Wer war sie? Und warum hatte Jacqueline das Gefühl, dass diese junge Frau eine besondere Verbindung zu ihrem Sohn hatte? Als Jacqueline sich räusperte, zuckte die Fremde erschrocken zusammen. Ihre großen Augen blitzten auf, als sie die ältere Frau erblickte. Für einen kurzen Moment lag Überraschung in ihrem Blick. Oder war es Schmerz? Ohne ein Wort zu sagen, drehte sie sich abrupt um und lief davon. Sie ließ die Lilien auf dem Grab zurück und verschwand in der Ferne. Ein längst vergessener Instinkt erwachte in Jacqueline. Neugier oder war es Angst? Die einzige Gewissheit, die sie hatte, war, dass sie herausfinden musste, wer dieses Mädchen war und warum sie hier war. Zurück in ihrer Villa ließ sich Jacqueline in ihren Ledersessel sinken und starrte ins Leere. Die Begegnung auf dem Friedhof ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Wer war diese junge Frau? Und warum hatte sie so tief empfundene Emotionen gezeigt, als sie vor Raphaels Grab stand? In den letzten 10 Jahren hatte Jacqueline alles getan, um ihren Schmerz zum Schweigen zu bringen. Sie hatte sich in die Geschäfte ihrer Hotelkette gestürzt, war von Stadt zu Stadt gereist, um Verträge abzuschließen, und hatte ihren Terminkalender mit belanglosen Meetings gefüllt. Doch nichts konnte die Leere ersetzen, die Raphael hinterlassen hatte. Manchmal fragte sie sich, ob sie ihrem Sohn gegenüber gerechter gewesen wäre, wenn sie ihm mehr Zeit gewidmet hätte, anstatt sich nur auf ihr Imperium zu konzentrieren. Aber solche Gedanken schob sie schnell beiseite. Schuldgefühle würden Raphael nicht zurückbringen, doch diesmal war etwas anders. Dieses Mädchen hatte eine Tür aufgestoßen, die Jacqueline für immer verschlossen geglaubt hatte. Ihr Blick hatte einen Schmerz offenbart, der alte Wunden berührte. Entschlossen stand Jacqueline auf, griff nach ihrem Telefon und wählte eine Nummer. »Finde heraus, wer dieses Mädchen ist«, befahl sie ihrem Privatdetektiv mit fester Stimme. Dieses Rätsel konnte sie nicht unbeantwortet lassen, egal was die Wahrheit war, sie musste es wissen. Die Ermittlungen dauerten nicht lange. Am nächsten Morgen erhielt Jacqueline eine Nachricht von ihrem Detektiv. Ihr Name ist Bruna Wagner, 14 Jahre alt. Ihre Mutter, Amada Wagner, ist vor 3 Jahren verstorben. Der Vater ist unbekannt. Jacquelines Herz setzte einen Schlag aus. Der Vater war unbekannt. Das bedeutete, nein, das war unmöglich. Und doch hatte sich dieser Gedanke in ihren Kopf gesetzt und weigerte sich zu verschwinden. Mit zitternden Händen öffnete sie die E-Mail, die dem Bericht des Detektivs beigefügt war. Ein Foto von Bruna erschien auf dem Bildschirm. Jacqueline betrachtete das Bild aufmerksam und plötzlich stockte ihr der Atem. Die Gesichtsform, die feinen Züge, die Art, wie ihre Augen leicht zur Seite blickten. Es war, als würde sie Raphael aus der Vergangenheit anblicken. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Diese Ähnlichkeit konnte sie nicht ignorieren. Sie war zu auffällig, um ein bloßer Zufall zu sein. Wenn es wahr war, bedeutete das, dass Raphael eine Tochter hatte, und Jacqueline hatte nichts davon gewusst.
Die Vergangenheit war nicht so tief begraben, wie sie gedacht hatte, und jetzt musste die Wahrheit ans Licht kommen. Jacqueline zögerte nicht. Wenige Stunden später saß sie bereits in ihrem Auto und fuhr zu der Adresse, die der Detektiv ihr gegeben hatte. Ein einfaches Haus am Stadtrand. Bescheiden, aber gepflegt. Sie parkte und betrachtete das Gebäude. Es war eine Welt entfernt von dem Luxus, an den sie gewöhnt war. Wer hatte all die Jahre für Bruna gesorgt? Hatte sie gelitten? War sie geliebt worden? Mit klopfendem Herzen ging Jacqueline zur Tür und drückte die Klingel. Einen Moment lang herrschte Stille. Dann öffnete sich die Tür einen Spalt. Dahinter erschien Bruna. Ihre Augen weiteten sich vor Erstaunen. »Sie«, flüsterte sie. Jacqueline atmete tief durch. »Ich bin Jacqueline von Strauß«, sagte sie mit ruhiger Stimme. »Ich glaube, wir müssen reden.« Es fühlte sich an, als würde ihr der Boden unter den Füßen weggezogen. Raphael hatte eine Tochter. Warum hatte er ihr nie davon erzählt? »Ich wollte ihn kennenlernen«, sagte Bruna plötzlich mit leicht zitternder Stimme. Aber er ging, bevor ich die Chance dazu hatte. Jacqueline schluckte schwer. Wenn Raphael von Bruna wusste, hatte er Angst gehabt, es ihr zu sagen? Hatte er geglaubt, es würde keine Rolle spielen? Er war mehr als nur ihr Sohn, fuhr Bruna nun mit fester Stimme fort. Für mich war er der Mann, den meine Mutter mir beschrieben hat. Der Mann, den ich mir immer gewünscht habe, kennenzulernen, doch das Schicksal ließ es nicht zu. Jacqueline war sprachlos. All die Jahre hatte sie um Raphael getrauert, ohne zu ahnen, dass ein Teil von ihm noch existierte. Sie folgte Bruna ins Haus. Es war schlicht, aber einladend. An den Wänden hingen Fotos von einer Frau namens Amada, jung, mit leuchtenden Augen und einem sanften Lächeln. »Meine Mutter hat oft von Raphael gesprochen«, sagte Bruna und nahm ein altes Foto in die Hand. Sie sagte, er war ein guter Mensch, jemand, der sich immer um die kümmerte, die er liebte. Jacquelines Kehle schnürte sich zu. Hatte sie ihren Sohn wirklich gekannt oder nur das gesehen, was sie sehen wollte? Verlass uns jetzt nicht. Wenn dich diese Geschichte fesselt, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine aufregende Wendung zu verpassen. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Nach dem Tod meiner Mutter war ich allein, fuhr Bruna fort. Ich hatte keine Familie. Niemanden, der mich aufnehmen wollte. Jacquelines Brust zog sich schmerzhaft zusammen. Sie hatte all die Jahre geglaubt, nur sie hätte einen unermesslichen Verlust erlitten. Aber Bruna hatte ebenso viel verloren, vielleicht sogar mehr. Dann sah Bruna ihr direkt in die Augen. »Warum sind Sie jetzt hier?« fragte sie, ihre Stimme voller Schmerz. »Wo waren Sie all die Jahre, als ich Sie gebraucht habe?« Die Worte trafen Jacqueline wie eine scharfe Klinge. Sie wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Die Wahrheit war, dass sie sich nie wirklich umgesehen hatte. Sie war so sehr in ihrem eigenen Schmerz gefangen, dass sie nie auf die Idee gekommen war, dass auch jemand anderes leiden könnte. Bruna seufzte, legte das Foto zurück auf den Tisch und sagte kalt, »Du kannst jetzt gehen.« Jacqueline öffnete den Mund, um zu protestieren, hielt sich dann aber zurück. Sie verstand, dass Bruna das Recht hatte, verletzt zu sein. Dennoch würde sie nicht einfach gehen. »Ich werde nicht aufgeben«, murmelte sie. »Ich habe meinen Sohn bereits verloren. Meine Enkelin werde ich nicht auch noch verlieren.« Bruna blieb mit dem Rücken zu ihr stehen, doch als sie sah, wie Jacqueline sich entfernte, murmelte sie leise, »Beweise es.« Zurück in ihrer imposanten Villa war Jacqueline von Stille umgeben. Die Begegnung mit Bruna hatte etwas in ihr ausgelöst, das sie jahrelang zu unterdrücken versucht hatte. Das Gefühl, vollkommen allein zu sein. »Beweise es.« Die Worte des jungen Mädchens hallten in ihrem Kopf wieder. Doch wie beweist man jemandem, dass man ihn liebt, wenn man nie Teil seines Lebens war? Jacqueline war nie eine Frau gewesen, die gut mit Unsicherheiten umgehen konnte. Für sie drehte sich alles um Lösungen. Sie griff zum Telefon und ließ ein Bouquet weißer Lilien an Brunas Haus liefern. Raphael hatte diese Blumen geliebt. Wenige Stunden später erhielt sie eine Nachricht. »Die Blumen sind im Müll.« Jacqueline runzelte die Stirn.
Gut, Geschenke würden also nicht funktionieren, aber so leicht gab sie nicht auf. Wenn Geld ihre größte Ressource war, würde sie es nutzen, aber diesmal strategisch. Innerhalb weniger Tage tätigte Jacqueline eine großzügige Spende an Brunas Schule. Neue Bücher, moderne Ausstattung, sogar ein renoviertes Sportfeld. Die örtlichen Zeitungen lobten ihre Geste als die einer großherzigen Wohltäterin. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Bei einem Besuch in der Schule, um die Verbesserungen zu begutachten, stand Jacqueline plötzlich mitten auf dem Pausenhof Bruna gegenüber, umringt von anderen Schülern. Ihre blauen Augen funkelten vor Wut. »Glaubst du wirklich, dass du mich damit beeindrucken kannst?« schoss die junge Frau scharf. Jacqueline zögerte einen Moment, bevor sie antwortete, »Ich wollte nur helfen.« Bruna lachte trocken auf. »Helfen, indem du meine Schule kaufst? Denkst du, ein paar neue Stühle und Fußbälle ändern etwas daran, dass ich meine ersten Lebensjahre in einer winzigen Wohnung verbracht habe, weil meine Mutter kein Geld für ein besseres Zuhause hatte, oder dass ich allein am Grab meines Vaters stand, ohne dass mir jemand erzählen konnte, wer er wirklich war?« Die Worte trafen Jacqueline wie ein Schlag. Ihr Gesicht blieb regungslos, das Ergebnis jahrelanger Selbstbeherrschung. Doch in ihrem Inneren begann etwas zu zerbrechen. Bruna drehte sich um. »Ich brauche keine Almosen«, sagte sie, ohne sich noch einmal umzusehen, »und schon gar nicht eine reiche Fremde, die plötzlich beschlossen hat, dass ich existiere.« Dann ging sie. Jacqueline blieb stehen, umringt von den neugierigen Blicken der Schüler, die die Szene beobachtet hatten. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte sie sich vollkommen machtlos. In jener Nacht saß sie in ihrem Büro, hielt ein Glas Wein in der Hand und betrachtete die Lichter der Stadt durch die riesigen Glasfenster. Auf ihrem Schreibtisch lag ein altes Fotoalbum. Mit zitternden Händen schlug sie es auf. Darin waren Bilder von Raphael als Kind, strahlend, später als Jugendlicher, voller Leben. Das Abschlussfoto, das letzte Bild von ihm, bevor er starb. Liebe kann man nicht kaufen, man muss sie sich verdienen. Brunas Worte hallten erneut in ihrem Kopf wieder. Jacqueline erinnerte sich an ein Gespräch mit Raphael vor vielen Jahren. Einmal hatte sie ihm ein teures Geschenk gemacht, um ihre Abwesenheit bei einer Schulaufführung zu kompensieren. Doch anstatt sich zu freuen, hatte er nur geseufzt und den Kopf geschüttelt. »Du kannst mich nicht kaufen, Mama. Ich wollte nur, dass du da bist.« Sie rieb sich erschöpft die Schläfen. Raphael hatte das schon damals verstanden. Und nun, Jahre später, brachte ihre Enkelin ihr dieselbe Lektion bei. Wenn sie eine Verbindung zu Bruna aufbauen wollte, war Geld nicht die Antwort. Sie musste es anders versuchen. Am nächsten Morgen ging Jacqueline zu Brunas Haus. Keine Blumen, keine Geschenke, keine Spenden. Sie klopfte einfach an die Tür. Einen Moment lang blieb es still. Dann öffnete sich die Tür einen Spalt und Bruna erschien mit misstrauischem Blick. »Was willst du jetzt?« fragte sie. Jacqueline erwiderte ihren Blick ruhig. »Mit dir reden, einfach nur reden.« Bruna verschränkte die Arme. »Warum gibst du nicht einfach auf?« Jacqueline seufzte. »Weil ich nicht noch einmal denselben Fehler machen will.« Bruna neigte den Kopf. »Und was genau hast du falsch gemacht?« Ihre Stimme war eiskalt. »Dass du nicht einmal von meiner Existenz wusstest? Oder dass du ein Vermögen besitzt, während meine Mutter alles tun musste, um mich großzuziehen? Oder bist du nur hier, um dein Gewissen zu beruhigen?« Jedes ihrer Worte schnitt tief in Jacquelines Herz. Doch diesmal wich sie nicht zurück. »Ja«, gab sie zu, ohne den Blick abzuwenden. »All das und noch mehr.« Bruna blinzelte überrascht. Sie hatte eine Ausrede erwartet, vielleicht eine lahme Entschuldigung, aber nicht das. »Ich bin nicht perfekt«, fuhr Jacqueline fort. »Ich habe Fehler gemacht. Aber wenn du mich lässt, möchte ich es diesmal richtig machen.« Schweres Schweigen legte sich über den Raum. Dann fragte Bruna fast flüsternd, »Und wenn ich dir diese Chance nicht geben will?« Jacqueline atmete tief durch. »Dann werde ich warten.« Bruna musterte sie lange. Dann machte sie einen Schritt zur Seite und öffnete die Tür ein Stück weiter. »Komm rein.« Jacqueline trat vorsichtig über die Schwelle, als würde sie auf brüchigem Eis gehen. Bruna saß bereits auf einem alten Sofa, die Arme verschränkt, und beobachtete sie aufmerksam.
»Was willst du wissen?« fragte sie. Jacqueline setzte sich ihr gegenüber und antwortete ohne zu zögern: »Alles.« Bruna zog eine Augenbraue hoch. »Alles?« »Ja«, bestätigte Jacqueline. 10 Jahre lang dachte ich, ich hätte alles verloren. Jetzt erkenne ich, dass ich nie wirklich hingeschaut habe.« Bruna schwieg einen Moment, dann stand sie auf und ging in die kleine Küche. Als sie zurückkam, hielt sie 2 Tassen Tee in der Hand und stellte eine vor Jacqueline ab. »Meine Mutter hat mir beigebracht, immer höflich zu sein«, sagte sie kühl. »Also bitte.« Es war keine herzliche Geste, kein Lächeln, kein Zeichen, dass sie Jacqueline akzeptierte. Aber es war ein Anfang. Die Tage vergingen und Jacqueline kam wieder. Immer und immer wieder, ohne Geschenke, ohne große Gesten. Sie sprach wenig über sich. Stattdessen hörte sie zu. Anfangs sprach Bruna kaum, doch nach und nach ließ sie kleine Bruchstücke ihrer Vergangenheit durchscheinen, als würde sie testen, wie viel Jacqueline ertragen konnte. »Meine Mutter hat nie schlecht über ihn gesprochen«, bemerkte Bruna eines Tages, während sie eine Tasse heiße Schokolade hielt. »Hat sie über mich gesprochen?« fragte Jacqueline vorsichtig. Bruna nickte. Nicht viel, aber sie sagte, dass sie und mein Vater aus 2 verschiedenen Welten stammten, dass er sie liebte, aber dass er Angst hatte, niemals akzeptiert zu werden. Jacqueline schloss für einen Moment die Augen. Raphael hatte Angst gehabt und tatsächlich hatte sie ihn unzählige Male kritisiert. Nicht wegen seiner Entscheidungen, sondern weil er nicht den Weg gegangen war, den sie für ihn vorgesehen hatte. »War er glücklich?« fragte sie fast unhörbar. Bruna schwieg lange. Dann antwortete sie mit leiser Stimme: »Er hätte es mehr sein können.« Die Worte hallten in Jacqueline wieder wie ein Echo aus der Vergangenheit. Zum ersten Mal verstand sie, wie sehr ihre Strenge und ihre Erwartungen eine Kluft zwischen ihr und Raphael geschaffen hatten. Jetzt, vor ihrer Enkelin, hatte sie die Chance, es anders zu machen. Die Monate vergingen und langsam begann sich die Beziehung zwischen Jacqueline und Bruna zu verändern. Es gab noch immer Barrieren, Wunden, die die Zeit nicht geheilt hatte, aber Schritt für Schritt begann Bruna, Jacquelines Präsenz in ihrem Leben zu akzeptieren. Nicht als Wohltäterin, nicht als mächtige Frau, sondern als jemanden, der bereit war zu lernen, sich zu verändern und vor allem zu lieben. Dann, an einem unerwarteten Morgen, erhielt Jacqueline einen Anruf. Es war Bruna, etwas, das zuvor nie geschehen war. »Kannst du mich auf dem Friedhof treffen?« fragte die junge Frau zögernd. Jacqueline stellte keine Fragen. Sie ging einfach. Als sie ankam, fand sie Bruna vor Raphaels Grab stehend, ein Bouquet weißer Lilien in den Händen. Das Mädchen hob den Blick zu ihr, die Augen voller Emotionen, die sie selbst kaum zu verstehen schien. »Ich glaube, er hätte es schön gefunden zu wissen, dass du hier bist«, murmelte Bruna. Jacqueline spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Ohne zu zögern kniete sie sich neben ihre Enkelin und legte die Hand auf den Grabstein ihres Sohnes. »Vergib mir, mein Schatz«, flüsterte sie und schloss die Augen. Dann spürte sie etwas Unerwartetes, die sanfte Berührung von Brunas Hand auf ihrer. Es war eine einfache Geste, aber voller Bedeutung. Es war der Beginn eines neuen Kapitels, ein Kapitel der Versöhnung, der Liebe und der Familie. Und zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte Jacqueline, dass sie nicht mehr allein war. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein »Gefällt mir« und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.